Mit unserem CD-Projekt Bach in Köthen haben wir uns beschäftigt mit Musik, die Bach in Köthen komponiert und höchstwahrscheinlich auch zur Aufführung gebracht hat. Aber nicht nur Bachs Musik war uns ein Anliegen, sondern auch die Musik von den Menschen, die mit ihm zusammengearbeitet haben. Als Bach aus Weimar weg wollte und eine neue Anstellung suchte, hat er hier in Köthen eine unfassbar tolle Situation vorgefunden. Für ihn ein großes Glück, für andere schien das erstmal ein Unglück zu sein, nämlich die Musiker, die in Berlin entlassen worden waren. Der Soldatenkönig brauchte Geld für seine Kriege und hat seine Musiker entlassen. Aus dieser Hofkapelle sind 1713 sehr viele Musiker nach Köthen eingewandert und haben ein unfassbar tolles Orchester gebildet. Einer dieser Hofkapellenmusiker, die aus Berlin hierher nach Köthen kamen, war der Geiger Josef Spieß. Der war hier dann Konzertmeister und hat tatsächlich dann, als Bach von hier aus nach Leipzig weiterzog, Bachs Posten als erster Kammermusikdirektor geerbt. Wir haben das große Glück, auf ein Violinkonzert gestoßen worden zu sein von Dr. Michael Maul aus dem Leipziger Bach-Archiv, der uns darauf hingewiesen hat, dass Josef Spieß ein Violinkonzert komponiert hat, was als Handschrift erhalten geblieben ist. Und dieses Violinkonzert haben wir für uns erarbeitet. Bach hat vermutlich in Köthen Violinkonzerte geschrieben, deren Autographen verschwunden sind. Die Idee zu dem Cembalo-Konzert F-Moll, dass das eigentlich früher mal vor dieser Zeit der Transkription ursprünglich ein Violinkonzert gewesen sein könnte, stammt von Dr. Peter Wolny, Bach-Archiv Leipzig. Und er meinte, das ist sehr gut möglich, dass das mal ein Violinkonzert in G-Moll war. Und ich habe mich dann dran gemacht und habe mir die Partitur sehr genau angeschaut. Ich habe das als großen Luxus empfunden, mich so intensiv mit der Partitur beschäftigen zu können und diese Arbeit rückwärts zu machen. Natürlich auch irgendwie eine gewisse Anmaßung, dass man eine Bachsche Komposition versucht wiederherzustellen. Aber es hat sehr viel Spaß gemacht und mir auch einen Einblick gegeben eigentlich in die Kompositionswerkstatt von Bach, weil ich mich einfach ganz intensiv damit beschäftigt habe. Herausgekommen ist ein unglaublich komplexes Werk, wo die Geigentöne ineinander schillern und sich gegenseitig umspielen, ablösen, übertrumpfen, dialogisieren, und das aufzunehmen und auch zu erfassen, das hat uns sehr viel Spaß gemacht.